Willkommen zu Folge 10 von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Los geht's! 10 Folgen Probably Nothing. Das ist das erste kleine Jubiläum für mich und dieses Projekt. Das bedeutet 2 Stunden Nachrichten insgesamt wurden in knapp 2 Monaten produziert, über 100 Neuigkeiten und Mitteilungen rund um die Entwicklung von IOTA und den verschiedenen Projekten. 26.000 Aufrufe, 2.800 Stunden Wiedergabezeit, das sind 116 Tage Dauerschleife dieser Videos und 1.200 Abonnenten. Der durchschnittliche Zuschauer ist männlich, doch ich freue mich über den 0,1%igen Frauenanteil. Die meisten Konsumenten sind Deutsche, gefolgt von Indien und auf Platz 3 Österreich. Die Untertitel scheinen sich für einige Länder sich auch zu lohnen, somit erreiche ich spanische und russische Zuschauer. Danke bis hierhin und auf die nächsten 10 Folgen. Vergesst auch nicht, dass ich das hier in meiner Freizeit mache, neben Arbeit und Familie. Das bedeutet auch, dass für die Folgen nicht immer beispielsweise am Dienstag erscheinen, weil ich nicht immer freie Zeit dafür finde. Ich habe also den Dienst an IOTA nicht aufgegeben. Ihr braucht mir nicht zu schreiben, wann die nächste Folge kommt, auch wenn das lieb gemeint ist. Jede Folge braucht seine 6 bis 7 Stunden Zeit. Ich werde das natürlich weitermachen, aber auch ich muss irgendwann neben dem YouTube-Kanal hier, dem deutschen IOTA-Blog und meinem eigenen IOTA-Projekt irgendwann auch rausgehen und entspannen. Habt bitte Verständnis. In diesem Sinne danke für die Wertschätzung meiner Arbeit, sei es als Kauf von NFTs oder als Patreon. Der Dank gebührt auch, aber natürlich auch an die ganzen Zuschauer, die die Videos kommentieren und liken. Der YouTube-Algorithmus dankt. Hier ebenfalls. Genug der Worte, hier kommen die News. IOTA postet den zweiten Teil ihrer Serie rund um DAOs. Wer alle Projekte auf einen Blick haben will, mit einer kurzen Erklärung, kann sich diesen Beitrag gerne durchlesen. Ich habe sogar 2 neue Projekte gefunden, die ich scheinbar übersehen habe. WagenMeDAO und HomeDAO. Für alle deutschsprachigen Leute biete ich auf iota-kurs.de alle neuen Beiträge auf Deutsch an. Ihr müsst also nicht eure Englischkenntnisse bemühen, sondern könnt gleich alles auf Deutsch lesen. Vom 21. bis zum 22. Juni gibt es ein Showcase von Trademark East Africa und IOTA auf den OIDEV Days. Auf telib.io gibt es mehr Informationen dazu. Telib, Trade Logistic Information Pipeline, hebt auf dieser Webseite ihre Partner hervor, darunter Entwicklungsagenturen aus Niederlande, Großbritannien und USA. Auch einheimische Partner sind an Bord, darunter die Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde, die Steuerbehörde und Pflanzenschutzinspektion aus Kenia. Telib ist dafür da, um Daten zu sichern, Betrug einzudämmen und die Rückverfolgbarkeit von Informationen zu verbessern. Es gibt auch ein Lighthouse-Projektvideo. Die Partnerschaft zwischen Trademark East Africa besteht schon seit 2020 und blüht nun richtig auf. GoShimmer veröffentlicht ein Update über die letzten 2 Wochen. Es sollen virtuelle Milestones eingeführt werden. Dadurch muss auch der ganze Code geändert werden, um alles anzupassen bei den Transaktionen und den Outputs. Weiter soll die Congestion, also die Staukontrolle, verbessert werden. Hier soll der Puffer so erweitert werden, dass er nur auf die Größe der Nachricht und nicht auf Anzahl der Bytes beschränkt wird. Dieser Teil der Entwicklung ist so gut wie fertig und wird bald im DevNet übertragen werden. Die Block Factory wurde neu konzipiert, damit gibt es nun die Block Factory, die alle Komponenten kombiniert und gültige Blöcke erstellt, den Tippmanager, der gute und starke Eltern, also die Nodes aussucht, Referenzanbieter, die die Meinung der Nodes mit zufälligen Nodes anpasst und den Tipp-Conflict-Tracker, der eventuelle Konflikte nicht zensiert. Und als letztes, wer das gedacht, wird der Code bereinigt, angepasst und verbessert. In Folge 9 wurde das neue Spiel Heroes Time vorgestellt. Nun kann man sich für einen Beta-Test registrieren. Wer Lust auf die Closed Beta hat, kann sich auf der Webseite registrieren. Smart Contracts haben auch ein Update veröffentlicht. Hier wurden verschiedene Verbesserungen an IWM durchgeführt. Es werden auch neben manuellen Tests auch automatische Tests durchgeführt, die die Stabilität, Spamming und Zustand kontrollieren sollen. Auch wird mit dem Firefly-Team gearbeitet, um die Token aus der Firefly-App in ein Smart Contract Chain zu verschieben. Für ein Update hat ROM noch etwas in Discord gefunden. Michael Q. Todd twittert begeistert über IOTA. Leider hinterlässt sein Account einen Beigeschmack. Bei 177.000 Followern folgt er auch 144.000 Accounts, was nicht für die Stärke und Authentizität seines Accounts und Reichweite spricht. Trotzdem schön zu sehen, dass mehr Leute außerhalb auf IOTA stoßen.
Die Networking Group postet auf GitHub ihre Updates der letzten Wochen, somit ist interessant zu sehen, dass die Gruppe feststellt, dass es unattraktiv ist, eine Go-Shimmer-Node zu betreiben. Ein Vorschlag des Teams ist es, dass die Node-Betreiber bessere Konditionen bekommen, zum Beispiel schnellere Warteschlangen und das Überspringen von eigenen Blöcken. Es gibt auch Diskussionen über das Verbrennen von Mana. Ein Dokument mit Vorschlägen und Vor- und Nachteilen wird momentan vorbereitet. Eine tolle Nachricht hat TanglePay. Mit dem neuen Update auf Android und iOS kann man in der App direkt IOTA kaufen. Dafür braucht man nur eine Visa und schon kann es losgehen. Damit steht IOTA für alle offen, die ein Smartphone haben, aber bis dato durch ihre Region keine Exchange hatten. Der Dienst wird von Simplex bereitgestellt. Hoffen wir, dass es kein Desaster wie mit MoonPay wird. Ansonsten herzlichen Glückwunsch und willkommen, neuer IOTA-Hodler. Swarm stellt mit dem kommenden Update 2.3.0 die B-Node ein. Wenn ihr das nächste Mal Swarm updatet, werden alle Informationen gelöscht. Wer die Daten behalten will, sollte ein Backup machen. Der Schritt wird vollzogen, da B viele Probleme bereitet, weil es alte Bibliotheken benutzt und die Entwicklung nicht mehr so vorangeht wie Hornet. Am 23.06. ist auch das Update 2.3.0 erschienen. Am 27. Juni findet ein Event der INATBA-Organisation statt. Climate Check, die World Bank und 2 IOTA-Vertreter werden diesen Vortrag leiten. Jeder kann sich hier kostenfrei registrieren. Snowman zeigt ihre Roadmap. Im dritten Quartal will das Team einen Token Sale auf Sooniverse starten. Und auf Shimmer starten. Für das nächste Jahr ist sogar ein Spiel geplant. Eine große Überraschung gab es auch noch bei Hi-Fi Gaming Society. Sagt euch nichts, mir auch nicht, aber in einem Tweet haben sie einfach Assembly getaggt. Die GameFi P2E-Plattform gibt leidenschaftlichen Spielern die Möglichkeit, durch Spielen und Wettbewerber in gesponserten Ligen und Turnieren, aber auch Otto-Normalgamer können Hi-Fi verdienen. Man kann beispielsweise seinen Steam-Account verbinden und durch den Abschluss von verschiedenen Missionen oder Errungenschaften Hive verdienen. Shimmer startet eine neue Webseite, auf der man alle Projekte sehen kann. Und das sind eine Menge, vor allem Projekte, von denen ich noch nie gehört habe. Schaut vorbei, vielleicht findet ihr auch etwas Neues. Will ja nichts sagen, aber der Release ist greifbar nah. IOTA Identity 0.6.0 wurde am 15.06. veröffentlicht. Die größte Änderung ist die Einführung von einer neuen Revokation-Methode, der Rücknahme eines erteilten Auftrages bzw. der Widerruf einer Behauptung. Der Widerruf gibt einem Aussteller die Möglichkeit, eine von ihm ausgestellte Berechtigung von ihrem natürlichen Ablaufdatum ungültig zu machen. Alle DIDs, die mit Version 0.50 erstellt worden sind, sind auch mit der Version 0.6.0 funktionell. Einen Tag später gibt es ein Update für GoShimmer Version 0.9.0. Mit dieser Hauptversion wird die Gleichzeitigkeit in der gesamten Nodes mit asynchronen Ereignissen und paralysierten Buchungen eingeführt und am 22.06. wurde die Version 0.9.1 veröffentlicht. Mit dieser Version wird der Rate Setter eingeführt, der es den Knoten ermöglicht, ihre faire Rate der Blockerstellung zu schätzen und Proof of Work zu entfernen. Überlastungen werden vollständig durch den Rate-Setter und die Algorithmen zur Überlastungskontrolle gehandhabt. Das Zugriffsmana verfällt nicht und bleibt dem Knoten verpfändet, bis es einem anderen Knoten erneut verpfändet wird. Ebenfalls am 22.06. hat Bienatech, ein Projekt, welches in der letzten Folge präsentiert habe, einen neuen Artikel. In diesem geht es vorrangig um die kommende Mitgliedschaft, die 100 Miota kosten soll. Mit dieser Mitgliedschaft bekommt ihr Schulungen und Informationen, wie ihr selber in eurer Gemeinschaft, in eurem Kreis selber aktiv werden und die eigenen Landwirte unterstützen könnt. Die Staking-Zeit neigt sich dem Ende. 28 Tage verbleiben noch, um Assembly in Firefly zu staken. Bis zum 23.06.2022 wurden 1,58 Billionen oder 1,58 Milliarden Assembly für die Deutschsprachigen unter uns verteilt. Wenn ihr neu seid im IOTA-Ökosystem, habt ihr noch die Möglichkeit, eure IOTA-Token in der Firefly-App zu staken. Ein neuer Artikel gibt es auch bei Landex. Hier gibt es einen Vergleich zwischen ihrer eigenen und der Celsius-Plattform. In knappen Worten zusammengefasst ist Landex besser als Celsius, aber das wundert nicht, da der Artikel von Landex ist. Der größte Nachteil von Landex zu Celsius in meinen Augen ist, dass Celsius schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und
hat Höhen und Tiefen erlebt und während viele solche Plattformen schon gestorben sind, überlebt Celsius. Meine unglaublich repräsentative Umfrage auf YouTube, auf die ich gefragt habe, ob man in Landex investieren soll, ergab, dass 55% der Zuschauer nicht in Landex investieren werden. Philo lädt die gesamte Community wieder ein, beim IOTA Treasury DAO mitzumachen. Die Arbeiten daran sind mit der Abstimmung, der zugunsten des Treasury abgestimmt wurden, noch nicht zu Ende, sondern fangen mit dieser Entscheidung erst an. Jeder kann sich mit einbringen und das Regelwerk mitzugestalten. Für alle, die diesen Ruf nicht folgen und bei der nächsten Abstimmung sich wieder aufregen, ihr habt hier die Möglichkeit, es zu ändern, danach ist es zu spät. Benjamin Bönig von der Etho-Gruppe veröffentlicht auf Twitter ein paar Einblicke vom Kontrollzentrum in Friedrichshafen. Auf der rechten Bildschirm sieht man sogar IOTA. TanglePay ist jetzt ein Partner von Shimmersea. Das haben beide am 23.06. gemeinsam bekannt gegeben. Die TanglePay Wallet wird mit der Veröffentlichung von Shimmer auf Shimmersea freigegeben. Und last but not least gibt es noch einen Artikel von der IOTA Foundation und den digitalen Produktpass. Ein interessanter Artikel zum Kreislauf von allen Produkten. Dieser Pass enthält beispielsweise Informationen über die Herkunft, die Produktion, die Lieferung, die Verwendung bis hin zum Ende und dem Recycling des Produkts. Alles kann man nachverfolgen. Dieser Pass wird auch DPP genannt, digitale Produktpass oder Digital Product Passport. Die GS1, der größte Anbieter für Barcodes, hat für solche Zwecke neue Lösungen als globaler Standard veröffentlicht, denn jedes Produkt soll so einen Pass haben, also beispielsweise Milliarden von Bleistiften. Und warum ist IOTA so perfekt für die Erstellung so eines Passes? Ganz einfach. IOTA ist gebührenfrei, sehr energieeffizient und kann parallele Transaktionen durchführen. Das war's mit der Folge 10. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.